Wenn du dich selbstständig machst, empfehle ich ganz häufig die Rechtsform des Einzelunternehmens. Da gibt es jetzt keine Trennung und du brauchst keine anderen Leute dabei und deswegen ist das Einzelunternehmen auch so entspannt, weil sich das Ganze so schnell gründet und auch deutlich unbürokratischer ist als zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft. Und wenn du ein Einzelunternehmen bist, dann kann deine Tätigkeit freiberuflich sein oder gewerblich. Aber die Rechtsform ist das Einzelunternehmen. Und um deine Selbstständigkeit anzumelden, musst du, wenn du gewerblich tätig bist, ein Gewerbe anmelden und dich beim Finanzamt anmelden. Wenn du freiberuflich bist, dann kannst du die Gewerbeanmeldung weglassen und dann meldest du dich direkt beim Finanzamt an. Ich klammer jetzt hier mal die Anmeldung bei der Krankenversicherung, bei irgendwelchen Kammern, Berufsgenossenschaft und den ganzen Kram, den klammer ich hier mal aus. Ich habe eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Thema sich selbstständig machen und gründen aufgenommen, die verlinke ich dir einmal oben rechts. Hier soll es aber um was anderes gehen. Denn in diesem Kontext taucht immer wieder ein Begriff und eine Frage auf, die ich in diesem Video beantworten möchte. Und zwar die Frage nach dem Handelsregister. Musst du das jetzt eigentlich auch machen? Und diese Frage beantworten wir in diesem Video. Klären wir zuerst einmal die Frage, was ist eigentlich das Handelsregister? Das Handelsregister ist ein öffentliches Register aller Unternehmen in Deutschland. Das kannst du aufrufen auf handelsregister.de und dann findest du da eine Liste von allen Unternehmen oder fast allen Unternehmen in Deutschland und findest da die Eckdaten. Also, wo ist der Sitz? Was macht das Unternehmen eigentlich? Wer ist der Ansprechpartner? Also der Geschäftsführer beispielsweise und so weiter. Und für größere Unternehmen, also Kapitalgesellschaften beispielsweise, Personengesellschaften, aber auch für größere Einzelunternehmen ist die Eintragung verpflichtend. Das heißt, du musst, wenn du zum Beispiel eine GmbH gründest, dich unbedingt im Handelsregister eintragen. Deine GmbH existiert gar nicht, wenn sie da nicht eingetragen ist. Das Register ist dafür da, um quasi Geschäftspartnern so ein bisschen eine Sicherheit zu geben, weil man jederzeit überprüfen kann, wer steckt eigentlich dahinter? Mit wem spreche ich hier eigentlich? Oder andersrum formuliert, ist diese Person, mit der ich gerade spreche, überhaupt berechtigt, für dieses Unternehmen zu sprechen? Kleine Selbstständige, also kleine Einzelunternehmen müssen sich nicht in dieses Handelsregister eintragen. Deswegen sind da auch nicht alle Unternehmen aufgeführt in diesem Handelsregister, sondern vor allem die größeren. Und wenn ich jetzt über großes und kleines Unternehmen spreche, spreche ich nicht über die Kleinunternehmerregelung. Also hier geht es nicht um 25.000 Euro Umsatz. Es gibt im Gesetz leider keine harten Grenzen, ab denen es jetzt verpflichtend ist, dass du dich da einträgst. Du kannst aber davon ausgehen, dass ein großes Unternehmen ein paar 100.000 Euro Umsatz macht, eventuell mehrere Niederlassungen betreibt oder aber auch Mitarbeiter hat, die für dein Unternehmen aktiv sind. Das heißt, wenn du als Einzelunternehmen irgendwann mal 1 Million Umsatz machst, 3 Niederlassungen hast und einem Mitarbeiter das Recht einräumen möchtest, quasi für dich, für dein Unternehmen Verträge abzuschließen. Das heißt, du gibst ihm das Recht, quasi im Namen des Unternehmens zu sprechen. Dann ist spätestens der Punkt erreicht, wo du dich im Handelsregister eintragen musst. Wenn das Ganze noch nicht der Fall ist, dann ist dein Einzelunternehmen, dann ist deine Selbstständigkeit, dein Unternehmen ein kleines Unternehmen und du musst dich nicht im Handelsregister eintragen. Du kannst das trotzdem machen, dazu kommen wir gleich. Das hat ein paar Vorteile, aber halt auch ein paar Nachteile. Aber du kannst dich auch bei 0 Euro Umsatz direkt bei der Gründung aktiv dazu entscheiden, dich in dieses Register eintragen zu lassen. Eine Ausnahme sind Freiberufler, weil Freiberufler müssen sich sowieso nicht im Handelsregister eintragen. Das heißt, du wirst auch im Handelsregister keine Freiberufler finden. Und damit kommen wir zu der Frage, warum sollte man das Ganze eigentlich machen? Gehen wir mal davon aus, ich bin ja irgendwie selbstständig, ich bin gewerbetreibend und ich muss mich eigentlich nicht im Handelsregister eintragen, weil mein Unternehmen nicht groß genug ist. Ich könnte es aber machen und es hat ein paar Vorteile. Und zwar der häufigste Vorteil, also die häufigste Motivation, warum das jemand machen sollte, ist der Name. Weil wenn du als Einzelunternehmer tätig bist, dann heißt dein Unternehmen so wie du. Also in meinem Fall heißt mein Unternehmen dann Melchior Neumann. Und ich kann mich auf den Kopf stellen und ich kann meinen YouTube-Kanal als Content Creator Steuerfit für Selbstständige nennen. Ich kann überall Steuerfit hinschreiben, aber mein Unternehmen heißt rechtlich gesehen immer Melchior Neumann. Und dieses Melchior Neumann muss ich dann natürlich auch in meinem Impressum schreiben, auf meine Rechnungen schreiben, in meinen Verträgen schreiben und überall, wo ich halt meinen Firmennamen hinschreibe. Ich habe übrigens zu dem ganzen Thema Unternehmensname schon mal ein separates Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Und als Einzelunternehmer hast du eigentlich nur eine Möglichkeit, deinen echten Namen loszuwerden. Und zwar, du trägst dich im Handelsregister ein. Und wenn du dich im Handelsregister einträgst,
dann kannst du dir da einen Fantasienamen geben. Das heißt, ich könnte mich als Steuerfit oder Steuerfit für Selbstständige im Handelsregister eintragen und dann ist das meine offizielle Firmierung. Dann hat man aber, wie bei GmbHs auch, so einen kleinen Zusatz. Mein Unternehmen würde dann beispielsweise heißen Steuerfit eingetragener Kaufmann oder EK kürzt man das Ganze dann ab. Bei Frauen ist es dann eingetragene Kauffrau. Aber die Abkürzung ist dann immer EK. Dann kann ich irgendwo noch dazu schreiben, Inhaber Melchior Neumann. Aber das Ganze wirkt dadurch natürlich professioneller. Und ich kann als Person in gewisser Weise, zumindest in der Wahrnehmung, in die zweite Reihe zurücktreten. Egal wo ich hingehe, die nehmen natürlich mehr wahr, dass ich hier jetzt ein richtiges Unternehmen habe und nicht nur so einen Selbstständigen. Das hat man manchmal, wenn man Verträge aushandelt mit größeren Unternehmen aus dem Ausland, dann wollen die einen Auszug haben aus dem Unternehmensregister als Nachweis, dass du tatsächlich auch selbstständig bist. Und das ist ein bisschen problematisch, weil dieses verpflichtende Unternehmensregister gibt es in Deutschland halt nur in Form des Handelsregisters. Das bedeutet, wenn du unter Umständen einen Kunden akquirierst, der so einen Nachweis haben möchte und auch nur diesen Nachweis haben möchte, dann brauchst du im Umkehrschluss diese Eintragung, um überhaupt diesen Kunden akquirieren zu können. Aber wie gesagt, das hatte ich in 15 Jahren Selbstständigkeit ein einziges Mal und nachdem ich meinem Kunden das dann erzählt habe, dass es in Deutschland gar nicht so ein verpflichtendes Register gibt, war der auch fein damit, dass ich ihm auf andere Art und Weise bewiesen habe, dass ich wirklich selbstständig bin. Aber das kann passieren und das sind generell die Vorteile, die man hat, wenn man sich halt im Handelsregister einträgt. Aber das Ganze hat natürlich auch ein paar Nachteile bzw. Konsequenzen, weil wenn du dich da einträgst, dann kostet das natürlich erstmal was. Also diese Eintragung kostet Geld und zwar kannst du die nicht selber machen, die musst du über einen Notar machen. Das heißt, du musst einen Termin beim Notar machen und der Notar kann dich dann da eintragen und da wird dann der Name, der Fantasiename eingetragen, also deine Firmierung eingetragen, da wird aber auch eingetragen, wer bist denn du, wo ist denn der Sitz und was macht denn dein Unternehmen eigentlich. Und dann ist das im Handelsregister gelistet. Und das kostet natürlich ein bisschen Gerichtsgebühren, so zwischen 50 und 70 Euro und der Notar will natürlich auch ein bisschen Geld haben. Der schreibt dann auch nochmal irgendwie 200, 300 Euro auf seine Rechnung. Das heißt, du hast grundsätzlich irgendwie Kosten in Höhe von 250 bis 350 Euro dafür, dass du denn da drin stehst. Und dann stehst du da drin und musst das natürlich auch aktiv pflegen. Das heißt, wenn sich der Kern deiner Tätigkeit, also der Zweck deines Unternehmens sich ändert, dann musst du das umtragen. Wenn du umziehst, musst du das da umtragen. Und dadurch hast du einfach nochmal mehr Verpflichtungen, das Ganze irgendwie aktuell zu halten. Wenn du so selbstständig bist, dann musst du dem Finanzamt das mitteilen und dem Gewerbeamt. Wenn du im Handelsregister eingetragen bist, dann musst du das Handelsregister halt immer mitdenken. Das Ganze ist natürlich jetzt kein Riesenaufwand, aber du solltest es zumindest nicht vergessen. Und ein weiterer Punkt, und den sollte man auch nicht ignorieren, ist der Verlust, zumindest der kleine Verlust von Privatsphäre. Weil dann steht der Name da und dann steht auch die Adresse, also der Firmensitz, steht da im Handelsregister für jeden einsehbar. Und wenn du zum Beispiel deine Selbstständigkeit von zu Hause betreibst, dann steht halt auch im Handelsregister deine Wohnadresse. Und wenn du das nicht möchtest, dann solltest du dir darüber Gedanken machen. Und an der Stelle gibt es auch noch einen ganz häufigen Irrtum und Mythos, den ich mal aus der Welt schaffen möchte. Und zwar höre ich immer wieder, dass die Eintragung im Handelsregister dazu führt, dass man quasi sich selbst und das Unternehmen voneinander trennt und dadurch irgendwie so eine Haftungsbeschränkung hat. Wenn es dem Unternehmen dann schlecht geht, dann können die Leute nur zum Unternehmen gehen und nicht mehr zu dir privat, um quasi ihre Forderungen einzutreiben. Und das Ganze gibt es in der Rechtsform des Einzelunternehmens gar nicht. Also diese Haftungsbeschränkung bei Einzelunternehmen gibt es nicht. Vollkommen unabhängig davon, ob dein Einzelunternehmen im Handelsregister eingetragen ist oder nicht. Die gibt es nur bei Kapitalgesellschaften. Und deswegen hilft dir die Eintragung im Handelsregister als Einzelunternehmen gar nicht dabei. Das heißt, wenn du diese Haftungsbeschränkung haben möchtest, dann solltest du dich erstens, und das ist der beste Weg, mit einer Versicherung auseinandersetzen. Das heißt, wie kannst du eigentlich potenzielle Vermögensschäden, die du im Rahmen deiner Tätigkeit anrichten könntest, wie kannst du die über eine Versicherung ausschließen? Und über die Rechtsform solltest du dir Gedanken machen. Das heißt, du könntest eventuell einfach eine GmbH gründen. Und damit kommen wir zum Fazit. Ich persönlich halte die freiwillige Eintragung im Handelsregister eigentlich immer für überflüssig. Ich verstehe schon, dass das charmant ist, sich einen Fantasienamen geben zu können, aber du kannst, auch wenn dein Unternehmen so heißt wie du, dir trotzdem Brandnamen geben. Das heißt, deine Webseite kann trotzdem so heißen, wie du dich gerne nennen möchtest. Du kannst im Logo groß auf den Werbebroschüren und sogar auf deiner Rechnung irgendwie groß irgendeinen Fantasienamen schreiben. Nur rechtlich gesehen heißt dein Unternehmen dann wie du und dieser Name muss dann natürlich da irgendwo auftauchen. Es reicht im Zweifel aber bei der Rechnung einfach in der Fußzeile, dass dein Name steht. Dafür muss man sich nicht im Handelsregister eintragen und diesen Einschränkungen bei der
Privatsphäre und den zusätzlichen Kosten und Verpflichtungen unterwerfen. Das ist meiner Meinung nach überhaupt gar nicht notwendig. Das einzige Szenario, wo ich sagen würde, okay, kann ich noch nachvollziehen, wenn du so einen großen Kunden hast, den du potenziell akquirieren könntest und du den nur bekommst, wenn du da eingetragen bist, ja, dann lohnt sich das Ganze vielleicht. Dann solltest du aber idealerweise diese ganze Registrierungskosten und diesen ganzen zusätzlichen bürokratischen Aufwand mit einpreisen in das Angebot an dieses Unternehmen. Und wenn es sich dann betriebswirtschaftlich lohnt, dann kann man das Ganze ja machen. Ansonsten würde ich aber in den allermeisten Fällen sagen, lasst es einfach. Das ist das Geld und den Aufwand ehrlicherweise nicht wert. Wenn du da eine andere Meinung hast oder Fragen hast, dann lass es mich gerne im Kommentarbereich wissen und lass uns da diskutieren. Und wenn du selbstständig bist und Buchhaltungsprogramm brauchst, Bankkonto und so weiter, Steuerberater, dann schau mal meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung an oder du klickst einfach direkt einmal hier. Und jetzt könntest du erstens den Kanal abonnieren und zweitens direkt ein weiteres Video anschauen, zum Beispiel das hier oder das hier.